Hey Hosters und Sternchen, was geht? Wir spielen heute mal wieder eine Runde Tanky Online. Das Ganze mit Railgun und mit Hornet. Und eigentlich hatte ich ja schon ein Video aufgenommen gehabt. Und wenn ein Video so anfängt, dann ist es immer gut. Es gab einige Zufälle, die haben sich jetzt überschlagen. Und ich fand es jetzt ganz gut, dann das Video doch nochmal neu aufzunehmen. Ich hatte es zwar schon hochgeladen gehabt, es war alles fertig, aber es hatte keine Relevanz mehr. Ich habe unter anderem über Tanky Classic geredet. Und dass es da ja schon etwas länger Funkstille gibt. In der Zwischenzeit gab es aber einen Tanky-Vlog, in dem natürlich über Tanky Classic geredet wurde. Ja, wunderbare Sache. Außerdem habe ich ja auch noch an einem Drohnenguide gearbeitet. Den kann ich jetzt auch wieder von vorne anfangen, denn Tanky Online plant ein Update, was die Drohnen angeht. Ja, auch das wird Thema heute. Und dann, witzigerweise, gab es noch einen Kommentar, der mehr oder weniger, also der kam auch nach dem Video, was nie online kommen wird. Aber so wie sich dieser Kommentar liest, hätte man denken können, ich habe das Video, was nie kommen wird, im Grunde als Antwort auf diesen Kommentar verfasst. Zufälle über Zufälle. Aber gut, ich versuche den Kommentar ein bisschen verkürzt wiederzugeben, weil der doch schon ziemlich lang ist, ja. Aber gut, ich hoffe, der Inhalt selber kommt durch. Erst einmal, ja, vielen Dank, dass die KI-Stimme, die hier bei den Übersetzungen eingesetzt wird, mittlerweile sehr stark nach mir klingt und nicht mehr so nach Roboter. Das finde ich auch sehr toll. Das liegt übrigens nur daran, dass ich bei mir auf dem Rechner ein anderes KI-Modell verwende, was halt die Stimme natürlicher klingen lässt. Ja, und falls es euch interessiert, also ich biete ja die Tanky Online-Videos auch auf Englisch und auf Russisch an mit der Übersetzung. Und das Ganze ist natürlich alles KI-basiert und wird bei mir auf dem PC lokal gemacht. Also ich benutze jetzt keinen Online-Service oder irgendeine Cloud oder ähnliches. Ne? Das ist alles bei mir lokal auf dem PC. Falls es euch interessiert. Gut, ansonsten zum eigentlichen Kommentar selber ging es halt darum, ob ich der Meinung bin, dass Tanky Online mal wieder wachsen könnte oder immer so klein bleibt wie jetzt oder vielleicht noch kleiner wird. Außerdem, wenn mal angenommen ganz viele neue Spieler kommen sollten, dann ist das zwar schön, aber für die bestehenden Spieler mit einem großen Rang ändert sich ja eine lange Zeit nichts, weil die neuen Spieler müssen ja erst einmal diese hohen Ränge erreichen. Des Weiteren, neue Spieler, wie kann man die denn lange beim Spiel selber halten, ohne dass das Spiel für diese Leute... Der hat Vulkan Legacy. Der arme Junge. Ohne dass das Spiel für neue Leute langweilig wird. Vielleicht ein Bonus oder auch bessere Belohnungen für ein Level-Up. Man kann über Missionen nachdenken, dass man spezielle Missionen für Waffen oder für Untersätze hat, die dann halt einem eine Variation als Belohnung geben. Solche Sachen. Und des Weiteren wäre es auch schön, wenn man mit Freunden spielen könnte. Übrigens an dieser Stelle, das kann man tatsächlich. Auch wenn du jetzt halt nicht mit einer großen Freundesgruppe spielen kannst, aber du kannst mit einer Person tatsächlich zusammen spielen, wenn du willst. Da gibt es halt in der Lobby oben links so einen Knopf mit zwei Figuren. Einfach draufklicken. So, genau. Und ich hoffe, das war's erst einmal dazu. Ja. Achso, und vielleicht in der Gruppe EP teilen, das habe ich vergessen, vielleicht in der Gruppe EP teilen, also wenn halt einer komplett abgeht und alles auseinander nimmt, dass sich halt diese ganze Gruppe dann die EP teilen wird. Da habe ich jetzt keine starke Meinung, darauf will ich jetzt auch nicht allzu stark auch eingehen. Mir ist das egal, ob man sich jetzt die EP innerhalb der Gruppe teilt oder jeder erspielt seine EP selber. Ich wäre tendenziell eher auf der Seite, dass jeder sein eigenes Ding macht und man sich da nichts teilt, aber ist mir jetzt persönlich auch egal. Zu dem Thema mit den neuen Spielern, da sehe ich das Ganze so. Das Problem für bestehende Spieler ist nicht so wirklich von Bedeutung, dass halt die Spieleranzahl, sage ich mal, im Ganzen niedrig ist. Denn es gibt halt viele Spieler mit einem hohen Rang. Das heißt also, die sind da eher weniger betroffen davon. Und wenn halt neue Spieler kommen, die werden irgendwann einen neuen Rang, die werden halt irgendwann einen hohen Rang erreichen, das ist klar, ja. Aber für diese Leute ändert sich erst einmal nichts. Ja, weil es halt einfach genug Leute gibt, die halt Legende sind oder fast Legende sind. Da ist das nicht so wirklich von Bedeutung. Neue Spieler haben eher das Problem, wenn es halt nicht viele neue Spieler gibt. Ja, weil die müssen dann halt mehr mit Bots spielen oder länger warten, bis die Leute finden. Ja, da wäre es halt einfach schön, wenn da halt mal viele kommen könnten. Ja, dann würde es halt am Ende allen besser gehen. Aber genau, wie gesagt, ich sehe das weniger das Problem in so einem Fall für bestehende Spieler. Ja, ansonsten das mit den Variationen als Belohnung
das wäre mal eine interessante Idee. Also, warum nicht, ja? Mach, keine Ahnung, 100 Kills mit Smokey und dann kriegst du halt, ich weiß nicht, Brandgeschosse oder so für Smokey oder irgendeine andere Variation, die jetzt nicht so stark ist, ne, aber dass man wenigstens was hat, wenn man schon ein bisschen mit Smokey spielt. Finde ich ganz gut. Ansonsten Belohnungen für Level Up oder, ja, also man könnte halt vielleicht mal interessantere Belohnungen geben, dafür, dass man einen neuen Rang erreicht, ja. Aber da wüsste ich jetzt halt auch nicht genau, was man da reingeben sollte. Ansonsten das Thema Verbesserungsvorschläge im Allgemeinen. Tanky Online hat tatsächlich auch eine extra Seite dafür, wo gewisse Pläne veröffentlicht werden, also irgendwelche Funktionen, an denen man entweder arbeitet oder die halt in dem Sinne, sage ich mal, geplant sind, was auch immer das dann heißen mag. Ob man sich einfach nur mal darüber unterhalten hat, ob die Idee einfach nur so im Raum existiert, ist jetzt alles ein bisschen diffus. Ja, dazu kann ich jetzt auch nichts Genaues erzählen, weil das halt sehr, naja, alles vage gehalten ist. Aber gut, es gibt trotzdem einige interessante Sachen, die halt, sage ich mal, in Planung sind und das ist jetzt auch alles nichts Neues, das gibt es alles schon viel länger. Ja, aber ich wollte dennoch jetzt einfach mal kurz darauf eingehen, das hat ja auch einen gewissen Bezug dazu. Jedenfalls Voice Chat, ein Thema, das ist, wenn ich sage geplant, heißt das nicht, dass das kommt oder so. Ja, wie gesagt, das ist halt alles sehr schwammig, ne? Also deswegen, nehmt das halt alles so, wie es ist. Das sind einfach nur alles ein paar Worte, okay? Keine festen Zusagen oder so, sondern wirklich einfach, nehmt das einfach als Idee. Jedenfalls ein Voice-Chat höchstwahrscheinlich für die Gruppe. Also wenn man halt natürlich mit Freunden spielen will, dass das halt dann nur für die Gruppe gilt. Ist ein gutes Update, aber man muss auch dazu sagen, einen großen Mehrwert wird das wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht bieten. Denn wenn man tatsächlich so seine Stammkollegen hat, mit denen man spielt, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, dass man sich mit denen tatsächlich auch unterhalten kann. Ja, da braucht es jetzt nicht unbedingt das Spiel. Das Einzige, was ich sehe, was tatsächlich vielleicht dann interessant sein könnte, ist, wenn man eine Person so jetzt halt getroffen hat in Tanky Online. Und nein, damit meine ich keine Chat-Beziehungen. Ja, aber dass wenn man halt eine Person so in der Schlacht oder so begegnete, mit der man dann unbedingt nochmal spielen will, ja, und man hat, keine Ahnung, irgendjemand hat halt kein Discord oder so, ne, dass man sich dann da direkt so über das Spiel unterhalten kann. Da würde ich halt den Vorteil sehen. Aber genauso im Allgemeinen würde ich sagen, bringt das wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel. Aber wäre natürlich trotzdem etwas Gutes, was man da dem Spiel hinzufügen kann. Ne? Also insofern, das ist jetzt nichts, was völlig egal wäre, aber genau, wie gesagt, der Nutzen ist da halt je nachdem begrenzt. Ne? Es gibt aber auch andere Sachen, die interessant sind, dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, animierte Skins einzufügen, ja, die halt dann was auch immer für Animationen haben, also keine Ahnung, Flügel oder so, die halt sich bewegen, ja, jetzt wo ich gerade halt hier Hornet XT habe. Ja, solche Sachen halt, also heißt jetzt nicht, dass Hornet XT überarbeitet wird, aber ihr wisst, was ich meine. Also keine Ahnung, was es dann am Ende wird, aber jedenfalls mehr in die Richtung, ja, die kosmetischen Sachen nochmal ein bisschen, naja, dem Ganzen nochmal eine schöne Kirsche auf der Sahnetorte oben drauf setzen. Aber auch Farben, die mehr oder weniger das tatsächlich widerspiegeln, was sie darstellen sollen. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, man hat eine Goldfarbe. Dann wäre jetzt die Goldfarbe, die würde zwar irgendwie wie Gold aussehen, aber sich nicht so wie Gold verhalten. Ja, also glänzt das, reflektiert das? Diese Eigenschaften, die werden ja gerade nicht wiedergespiegelt, sondern es sieht halt einfach nur von der Farbe her, von der Textur her so aus, aber ohne die nötigen Eigenschaften, ja. Metall sieht natürlich, oh Wunder, metallisch aus, ja. Glänzt, reflektiert, solche Sachen halt. Andere Sachen sind vielleicht matter oder so, ne. Das ist halt geplant, ja, Farben mit so einem Bezug rauszubringen, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es kommt, das sind halt einfach alles nur irgendwelche Planungen. Und in welchem Stadium die auch immer stecken, das wissen wir nicht. Ne? Gut, ich will das Thema an dieser Stelle auch begraben. Ja, es hat einfach jetzt nur thematisch dazu gepasst, aber wir haben ja noch andere Inhalte und das Video soll hier auch keine Stunde gehen. Gut, kommen wir zu den Drohnen. Das ist, glaube ich, für alle ganz interessant und wichtig. Bei den Drohnen, ja, da wird es wohl dann demnächst, wann auch immer, ein Update geben, was dann die Funktionsweise doch gewaltig ändern wird. Jedenfalls kommt es auf die Drohne an, die ihr nehmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Hyperion haben, wie ich jetzt in diesem Fall,
dann ist das wohl eher weniger interessant. Aber Leute, die halt gerne mit, zum Beispiel mit Verteidiger oder mit Booster rumfahren, für die ist es dann doch ganz interessant. Ich versuche das einigermaßen hoffentlich korrekt wiederzugeben. Derzeit ist es ja so, ich meine, ihr kennt alle die Funktionsweise von Booster oder von der Verteidigerdrohne, ja, um diese Beispiele mal zu nennen, weil es an denen halt ganz offensichtlich wird, um was es geht. Wenn wir jetzt Booster aktivieren, den Effekt von Booster, wir sammeln halt irgendeine Box ein, ja, also natürlich Schadensverstärker sammeln wir ein, dann kriegen wir ja den Effekt der Versorgung selber plus den Effekt der Drohne. Ja, das heißt also, der Schaden ist nicht nur durch die Versorgung verstärkt worden, sondern auch nochmal zusätzlich durch die Drohne. Mit dem kommenden Update kann es aber sein, dass das dann anders abläuft. Und zwar, dass dann nicht mehr beide Effekte gleichzeitig aktiv werden, also nicht nur der Effekt der Drohne und der Versorgung, sondern dann nur noch der eine oder der andere Effekt aktiv wird. Ja? Also, dass halt dann nur noch der Schaden verstärkt wird durch den Effekt der Drohne, aber nicht mehr durch den Effekt der Versorgung selber, die ihr einsammelt. Ihr seht zwar weiterhin beide Logos, ja, also dieses rote Einschlag, was auch immer, keine Ahnung. Ja, das seht ihr zwar weiterhin doppelt, aber es gilt halt nur der eine oder der andere Effekt, je nachdem, welcher Effekt mehr Schaden tatsächlich bringt oder bei Verteidigerdrohne halt mehr Panzerung bringt. Ne? Dieser Effekt geht aber weg, sobald ihr eine andere Box einsammelt. Also das heißt, wenn ihr Booster habt und ihr habt jetzt hier ja, eure Schadensverstärker, der ist aktiv und jetzt sammelt ihr zum Beispiel Panzerung ein. Dann verschwindet dieser Effekt der Drohne. Das heißt, dann gilt nur noch der Effekt der Versorgung selber. Ja? Das ist ganz wichtig zu beachten. Also im Grunde dann wie Brutus. Ja, wo halt, oder halt Hyperion, wo halt kein aktiver Effekt mehr gilt, sondern nur noch der Effekt der Versorgung selber. Ja? Wie gesagt, vorausgesetzt halt, man sammelt halt einen anderen Versorgungsgegenstand ein. Ja, dann wird halt, wie gesagt, das Ganze deaktiviert. Das ist wichtig zu beachten. Solange man halt nur diesen Versorgungsgegenstand hat, zu dem man noch die Drohne hat, gilt das nicht. Ja, also wie gesagt, dann gilt halt natürlich noch immer nur ein Effekt, aber dann halt der Effekt, der am meisten Schaden macht. Ja, und ansonsten halt, wie gesagt, der Effekt der Versorgung. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich wiedergeben. Ja, oder aber, wer weiß, vielleicht fliegen die Drohnen auch komplett raus. Dann gibt es halt keinen Booster mehr. Dann gibt es halt keine Verteidigerdrohne mehr. Oder andere Drohnen, die halt sowas haben. Ja? Wer weiß? Ja, also ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden im Video, aber das ist so das, wie ich es wahrgenommen habe. Ja, ich hoffe, dass das nicht komplett falsch ist. Aber ja, das ist vielleicht etwas, komm, wir gehen raus, das bringt ja überhaupt nichts. Das ist etwas, was ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen Spaltung reinbringt. Denn ich weiß nicht, ich habe Drohnen weniger als Problem angesehen. Also die Effekte der Drohne und auch mit Versorgungen auf den, ja, okay, also man muss halt auch dazu sagen, Versorgungen auf hohen Rängen, das ist eigentlich der Standard. Ja, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt eigentlich kaum einen, der ohne irgendwelche Versorgungen rumfährt. Also insofern, jetzt bringt man da ein bisschen mehr, ja, vielleicht Bedeutung rein für die Variation. Ich weiß es nicht, das wird sich dann zeigen, keine Ahnung. Also, ja, wir müssen einfach mal gespannt sein. Ne? Vielleicht wird sich das auch ändern. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, vielleicht, ja. Aber das wird sich zeigen. Also, keine Ahnung, was da dann tatsächlich in einem halben Jahr der Stand der Dinge ist, wenn das dann alles durch ist und wir uns daran gewöhnt haben oder auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber gut, wann das jetzt tatsächlich rauskommt, dazu kann ich auch nicht viel sagen. Also, ja. Wir warten ab. Und wenn wir mehr wissen sollten, dann werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Ne? Gar keine Frage. Genau, aber das ist halt das. Wundert euch nicht, ja? Wundert euch nicht, wenn die Drohnen demnächst irgendwann mal etwas anders sind als jetzt. Gut, ansonsten, Tanky Classic. Ja, es war lange Zeit wieder Funkstille und ich muss wirklich sagen, also die Kommunikation, was das angeht, das könnte man noch besser machen, ja, das könnte man noch besser regeln. Ich finde das nicht gut. Also, guckt euch den Vlog an, dann wisst ihr, was ich meine. Lange Zeit wurde nichts gesagt, da wurde keine Roadmap aktualisiert und dann das Video und
dann auf einmal gefühlt 100 Sachen, die man da behoben hat und so weiter und so fort. Und du denkst dir so, das ist schön, aber es wäre mal auch gut gewesen, so ein Zwischenupdate zu haben in den ganzen Monaten, wo es halt, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Update dazu gab. Das war auch schon Ewigkeiten her, oder nicht? Ja, wäre schön gewesen, wenn man da das Ganze ein bisschen zügiger erzählt hätte, ohne halt das einfach wirklich, also 100 Sachen hintereinander weg vorzulesen. Also ich finde da die Kommunikation nicht gerade gelungen. Aber gut, okay, vielleicht ist das der Witz der Sache. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, alles ganz lustig. Hahaha. Gut. Ja, das dazu. Also es wird sich da einiges ändern. Sachen wurden behoben, bla bla bla. Die Entwicklung geht also tatsächlich voran. Das ist das, was ihr hier mitnehmen könnt. Das ist die Hauptsache. Die Entwicklung geht voran. Außerdem, wenn die Accounts das nächste Mal wieder zurückgesetzt werden sie auch nicht komplett auf 0 zurückgesetzt. Dann, es gibt den, ich weiß gar nicht welchen Rang, der Name, der tut mir leid, der fällt mir jetzt nicht ein, aber es sind diese 2 Rauten. Und den Rang bekommt ihr und außerdem auch noch 100.000 Kristalle. Das ist schön, denn was war das Problem? Also mal abgesehen davon, dass vielleicht Spieler gefehlt haben, aber davon abgesehen, was war das Problem? Ja, dass wenn man dann tatsächlich Spieler hatte, dann hatten sie teilweise M2 oder weiß ich nicht, vielleicht auch M3. Ne? Und man selber geht da mit M0 rein und wird dann nur noch auseinandergenommen. Ja, und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit mehr Spaß zu testen, weil man halt einfach sich seine Wunschkombination, seine Traumkombination halt direkt so holen kann, wie man es gerne hätte, ohne das erstmal lange erspielen zu müssen. Nur damit es dann wieder zurückgesetzt wird mit den nächsten Änderungen. Also ja, insofern, wenn es da was Neues gibt, ich habe heute mal reingeschaut, da habe ich noch nichts Neues gesehen, aber ich werde ein Tanky Classic Let's Play machen, wenn sich diese Möglichkeit dann ergibt, okay? Also genau, das könnt ihr dann da entsprechend dann auch verfolgen. Wollte ich nur an dieser Stelle auch mal anmerken. Puh, meine Güte. Also, einiges erzählt, fast 20 Minuten, naja, ein bisschen weniger. Aber ich glaube, ich bin mit dem thematischen Teil jetzt erstmal so weit durch, auch wenn das vielleicht die Kurzfassung war, aber ja, ein bisschen was. Es kommt ein bisschen was. Und das mit den Drohnen, also mal abgesehen davon, dass ich gar nicht so gut bin mit Railgun, aber das wisst ihr ja, aber ich wollte heute mal was anderes nehmen. Jedenfalls, übrigens, diese Kombination habe ich auch in dem Video genommen, was ihr nie sehen werdet. Ja, vielleicht in 10 Jahren oder auch nicht. Ja gut, jedenfalls, das mit den Drohnen, ich glaube, das wird nochmal für sehr viel Streitpotenzial sorgen. Wird es dazu führen, dass vielleicht Spiele aufhören? Boah, ich glaube eher weniger. Also mag sein, dass irgendjemand da tatsächlich dann für sich selber die Reißleine zieht und sagt, so, das war's, nie wieder. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so diesen großen Einfluss darauf haben. Aber vielleicht sehe ich das Ganze auch falsch, aber das ist so das, was ich halt glaube. Dass da jetzt nicht auf einmal riesige Spielermengen sich sagen, ich werde das Spiel nie wieder anfassen, weil die Drohnen jetzt geändert wurden. Ich glaube, man wird sich eher dann damit dann halt entsprechend arrangieren und das Ganze dann halt eben so nutzen, wie es dann halt sein wird, ja. Man wird sich daran einfach gewöhnen und das war's. Ist so meine Meinung. Aber gut, wer weiß. Es gab ja auch in der Vergangenheit noch ganz andere Drohnen, die ja dann auch aus dem Spiel entfernt wurden, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Ne? Also insofern, das wäre jetzt auch nichts Neues, dass Drohnen auch mal das Spiel verlassen können. Ist natürlich dann nur interessant, was passiert denn dann mit den ganzen Kristallen, die man in diese Drohnen reingesteckt hat. Ja, weil das Verbessern, das kostet ja einiges an Kristallen. Wenn das jetzt wegfällt, kriegt man eine Entschädigung. Ich meine, bei mir persönlich ist das jetzt nicht so wichtig. Also klar, es wäre natürlich schön, aber es ist mir in dem Sinne nicht wichtig, weil ich ja alles andere soweit ja auch schon voll verbessert habe. Aber es gibt ja genug Spieler, die haben nicht alles voll verbessert. Und was machen die jetzt halt sich sehr gefreut haben, dass sie Booster verbessern konnten? Und zwar komplett, bei den letzten Rabatten zum Beispiel. Und endlich mal genug Schaden machen, auch ohne eine gute Variation zu haben. So, also... Und dann spielen diese Leute mit Booster und auf einmal verändert sich die Funktionsweise der Drohne oder wird auch ganz entfernt. Ich meine mal, als Spieler hast du natürlich auch sowieso kein Anrecht darauf, dass das Spiel für immer so bleibt mit den Inhalten, die es derzeit gibt. Also das ist klar. Ja. Und ich meine mal,
als Spielehersteller musst du dich jetzt auch nicht unbedingt vor den Spielern rechtfertigen. Also im Sinne, wie du dich halt vielleicht vor Investoren rechtfertigen müsstest, ja, die dir halt Geld geben. Gut, okay, Spieler geben auch Geld. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt ja kein Mitbestimmungsrecht in dem Sinne. Ja, jedenfalls nichts, was vertraglich festgehalten wurde oder so. So meine ich das. Ja. Und man ist halt den Spielern in dem Sinne auch keine Rechenschaft schuldig, ja, was das angeht, warum man diese oder jene Entscheidung trifft, sondern man kann das halt annehmen oder auch nicht. So meine ich das. Ne? Bei Investoren, weißt du, wenn du halt sagst, nee, wir machen das anders und die sagen dir, alles klar, dann, dann sehen wir uns vor Gericht wieder, das wäre halt was anderes, ne? Genau. Aber ja, nehmen wir einfach mal diesen Fall an. Diese Drohne wird komplett entfernt. Und ihr habt natürlich einen Haufen Kristalle reingesteckt in die Drohne. Wenn ihr die wiederbekommen würdet, die Kristalle, dann hättet ihr natürlich die Möglichkeit, diese frei gewordenen Kristalle dann für Waffen, für Untersätze, für Schutzmodule oder so zu verwenden. Ne? Aber wenn nicht, ja, was dann? Dann sind halt die Kristalle einfach weg, die ihr vielleicht, wie gesagt, bei der letzten Rabattaktion verwendet habt. Ne? Und die hätte man ja dann gut auch in Schutzmodule zum Beispiel stecken können oder so. Also ja, das wird noch interessant. Wir gucken einfach mal, ja, was sich da so ergibt. Vielleicht kommt das auch alles ganz anders. Ich weiß es nicht. Ne? Das wird noch mal jetzt in der nahen Zukunft interessant werden, wenn es dann rauskommt. Ja, das war's im Grunde erst einmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut oder auch besser. Wir sehen uns im nächsten Teil. Rinja hauen, ist ja klar.